Vielleicht seien dies hier. Froxon! Der Typ hat Urlaub gemacht für 2 Wochen und wurde vertreten von Flox. Oh mein Gott, Matthew, warum sagst du nicht einfach, wann die Season beginnt, Mann? And I'm Patrick Petrie Noonan. I'm the product lead of the Summoners Rift team. And the Summoners Rift team, we own game health and game balance and all of the major game system updates in League of Legends. So this will be things like the champion durability update and preseason that we do each year. And today we wanted to talk to you a bit about just some of our thoughts on state of the game and balance and things that we spend a lot of time thinking about and working on. I know an interesting one is thinking about position health, and when I say position, I mean like top, jungle, mid, ADC, and support, of course. We look at select rates, like how many people are playing it, what do people feel and think when they're playing that, but we also think a lot about something called position agency too. Yeah, so for position agency, unlike champion win rates, we can't really look at the win rates of a position because there's one in each team. And so instead we look at something called position agency, which is the impact of a position on the game's outcome. So for example, if a jungler were to gank mid and get a successful kill, that's likely going to be some amount of impact towards the game outcome. And so we use a combination of some data models to figure out position agency, as well as our intuitive understanding as game designers and as players of the game to see. Aber wird jetzt noch sagen, worum es da geht? Er sagt einfach nur unsere Intuition und einige Datenmodelle. Hä? Sag doch was, Bruder. Weil er bringt das Beispiel eines Kills an. Toplane hat seit Jahren die niedrigste Kill-Participation im gesamten Game. Seit Jahren. Ist ja auch logisch, aber ich will. Jeremy, Matthew position is powerful or not. When you look at like Intuition, how sagst du also, position ja? agency is Intuition. going across all the roles in the game right now, is there anything you're seeing that Ja, stands Matthew, was out siehst du? as needing a bit more attention? Throughout the year, we did, changes like durability update, the objective changes in patch 12.14, the teleport changes in patch 12.1, and these changes all tended to have one role getting the bad end of the deal, which is top lane. Wir buffen Top Lane? Were less likely to be able to kill squishy champions, playing in the mid or support or AD carry positions, as well as finding it harder to Riot, ihr habt uns erhört. fights, which Aber was passiert jetzt? A little more impactful overall to the game outcome. And so what we observed was top lane going down in agency, and so we tried to give some of that back in preseason. That's not to say our job there is done. We do think that. Was haben die zurückgegeben in Preseason? Was? Was denn? Was denn? Das ist mehr XP für Solo-Champions. Midlaner kriegen genauso viel XP. Und Midlaner verlieren bei perfektem Last-Hitting 140 Gold im Vergleich zu Top-Lane. Was habt ihr zurückgegeben? Was denn? Matthew! There are some gaps with the way that top laners Matthew! find satisfaction in playing the role. Ja, das ist richtig. Das and hat we er recht. observe that there's, just a general split Das ist of actually players sehr in the true, top lane fairerweise. overall. There are some top laners that really want to fight 1v1, Ja, das ist echt and das there Problem. are Das hat er some recht. top laners that really want to impact the map, and we want to make sure that a lot of those playstyles are viable as well. Yeah, and I know. Okay, also das ergibt keinen Sinn, was er gerade gesagt hat am Ende, aber der Rest ergibt Sinn. Das ist genau der Grund, warum Toplane mir keinen Spaß mehr macht, vielleicht zu früher. Weil ich bin halt in der Schule groß geworden des Murren. Ich log Rumble und Cannon ein und Vladimir und Jax und Irea und ich laufe Level 7 zum Teamfight beim Drake und fighte den Drachen. Aber diesen Playstyle liebt halt keiner mehr. Alle wollen jetzt hier, ich pick fucking Sion und bin AD als Splitpusher, ich pick Camille und Yone und One-Trick Riven und Fiora und spiele 1v1 fürs gesamte Game. Es hat einfach 2 verschiedene Arten von Playstyle, da absolut recht. Ich weiß nicht, was er meint, inwiefern er meint, dass der Impact auf der Karte. Also, der alte Playstyle von Toplane, wo du einfach am Team halt, du nimmst halt am Game einfach teil. So, du bist halt Teil des Games. Wenn irgendwas passiert auf der Karte, kannst du dabei sein. Das ist aktuell seit Jahren jetzt nicht mehr so. Früher war das so. Aber ich verstehe nicht, inwiefern er meint, deswegen meinte ich, der letzte Part ergibt keinen Sinn. Wo ist denn der Impact auf der Map? Ihr habt das rausgenervt und das war's. Und das war schon davor schlecht. Also, I don't know. That really want to impact the map, and we want to make sure that a lot of those playstyles. Das war gerade so Minute 18 Play. Jinx ist Minute 18 noch Botlane, weil sie intet. In Silber-Elo. Und da ist ein Ward drin und ich weiß nicht, was ihr tut. Der Turm ist weg, sie sollte Midlane swappen, recallen, den nächsten Turm siegen. And I know das ist ja nicht Landing Phase, ne? Der Turm ist weg und es ist Minute 14 plus. Things we were looking at is how we could improve jungle select. So as probably a lot of players realize, like if we don't. Aber Leute, nochmal, ne? Also um den Punkt jetzt hier nicht komplett weit wegzulassen. Er hat ja schon über das ganze Jahr hinweg, deswegen ist jetzt nicht komplett unerwartet, was der gute Matthew sagt. Er hat immer wieder auf Reddit, auf Twitter gesagt, dass Riot sieht, dass Toplane schlecht ist und dass sie es ändern wollen. Und er hat sich hier erneut anerkannt. Ne, er hat hier langen Monolog gehalten darüber, warum all diese Changes von den Jahren, bla bla bla, eine einzelne Rolle gefickt haben. Und zwar unsere Toplane-Rolle.
Und das ist geil. So allein, dass er anerkennt, dass schlecht ist, lässt mich wirklich hoffen. Sehr hoffen, dass irgendwann Änderung kommt. Am liebsten nicht in Form von wie Riot Games das aktuell bufft. Denn er behauptet zwar, in der Preseason wollten sie diesen beiden Top-Lane-Playstyles wieder Agency geben. Den Roaming-Playstyle bzw. Teamfight-Playstyle, als auch dem ich pick Fiora und farm das ganze Game. Aber diese Solo-XP, das ist ja nur gut für diese 1v1-Champions, beziehungsweise hauptsächlich gut für sie. Also, Yone will lieber extrem stark 1v1 sich hochfarmen und später Teamfighten als ein Rumble. Oder was anderes. Also was er gesagt hat, ergibt keinen Sinn mit dem, was passiert ist. Aber, dass es anerkannt wird und dass sie das sehen als Problem, gibt Hoffnung. Also gibt mir wirklich Hoffnung, dass wir wieder Variationen sehen werden an der Art und Weise, wie Top-Lane Impact hat. Weil, wie gesagt, Top-Lane ist eine absolut starke Rolle aktuell. No fucking doubt. Die Art und Weise, wie Top-Lane stark ist, ist schlecht. So, keiner will gegen Hullbreaker, Sidelander einfach verlieren, weil der einfach bessere Stats hat. Keiner hat Spaß daran, wenn Darius 4 Level über dir ist und mit Ghost auf dich raufrennt und dich einfach autotaggt. So, diese Art ist zwar starke Champions für Toplane, auch Impact für Toplane, aber diese Art, das Spiel zu balancen, ist einfach irgendwie einfach weird. We're less likely to be able to kill squishy champions, but give some of that back in preseason. That top laners find satisfaction. They want to impact them in preseason. So, as probably a lot of players realize, like if we don't have the right amount of people playing all the different roles, this leads to other things like increase in autofill, like less quality matchmaking. And so, even though jungle's a very powerful role, we noticed that, you know, not quite as many players were wanting to play it. So, I do know that we've created some changes for preseason that we're hoping will encourage some players to try out the jungle for the first time, maybe shift back over, making it a little bit more approachable. In this latest preseason 2, we'd worked on a bunch of the new like tank items together. And ja, also hat absolut recht, ne? Die Jungle-Rolle ist halt wirklich einfach unbeliebt, gerade in niedrigeren Elos, aus dem Grund heraus, dass sie etwas schwerer zu verstehen ist als Laning Phase. Du kommst halt keine Minions, die du töten kannst, du musst von verschiedenen Monstern zu verschiedenen Monstern laufen und auch, also safe, wenn du einfach jeder Spieler automatisch in quasi League of Legends starten würde, mit allem gemutet, mit Emotes, mit Chat gemutet, würde es mehr Jungler geben, weil die Rolle wird einfach wirklich sehr viel geflamed. Ist einfach so. Kind of our approach to tank items in the latest preseason did like represent some shift in philosophy around. Hat der Sound gescriptet? Tank items in the latest preseason did like represent some. Habt ihr das gesehen, wie die Ult gemoved ist? Kind of our approach to tank items in the latest preseason did like represent some shift in philosophy around kind of how we look at the mythic item system. Yeah, so when we first started with the mythic item system, we were generally looking at a few specific goals. We wanted players to always be able to choose between several different mythic items. We always wanted mythic items to be present in your build, and so they were generally tuned to be a strong early purchase. But as we've kind of seen it play out over the years, it's had a few negative effects. Namely, there are some champions who don't feel like they have a great mythic item, and so being forced to buy a mythic that doesn't feel right for their champion can feel pretty bad. And also, we've seen players wanting to opt into specific legendary items like Blade of the Ruined King that do feel great for their champion. Yeah. And so kind of our swing at the tank mythics in preseason kind of reflects a change in our philosophy, where we're not trying to pigeonhole champions into buying a specific mythic item every game. And the tank items are designed so that there are some mythics that you can purchase first, and there are some mythics that you can purchase second, and the whole system overall is just a lot more flexible. But we still wanted mythic items to present this kind of high fantasy, high, build power over the game with the mythic passive. And we think that, this will strike kind of a good balance between early purchases of mythic items and later build-defining purchases for them. And I know we're still always looking. Aber was ist gerade in der Konversation passiert? Ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe zugehört, aber ich habe es nicht verstanden. Also, er sagt, Mythic Passives sind stark, sind sie nicht. Keiner gibt einen Fick auf Mythic Passives. Also, die ist einfach zu schwach. Du hast das Late Game vielleicht dann so 10 Ability Haste oder so. Von Duskblade gefühlt. Anyway, und er meinte, dass viele Champions sich anpassen wollen und nicht auf 1 geforst sind. Also, es gibt sehr viele Champions, die immer auf 1 geforst sind. Und auch einige Champions, die einfach gar keins haben. Und das ist auch nicht besser geworden. Es gibt doch kaum neue Items. Und die neuen Items, die da sind, machen es nicht besser. At the different classes and champions in the game. While we are a bit looser on, like, you always have to choose between multiple mythic items, because if there's an item a champion loves, like, that's fine. We want them to be able to take it. But we are still looking for cases where maybe a champion does want more choice in the item system and they don't have that. Also suchen nach neuen Optionen. Just a certain type of item that their champion would really benefit by, and it's not even available as an option. So there might be new items coming out over the next year, perhaps. Das wäre sehr geil. Also, gib AP Bruiser an Items.
gibt Rumble, Mordekaiser und anderen AP-Bruisern Items. Zum Beispiel. Also der Leandris Removal ist halt einfach dumm gewesen. Als Beispiel. Auch wichtig für Swain etc. Gibt Tank-Items. Gibt Tank-Items, die irgendwas machen. Ändert Thornmail. Thornmail ist scheiße für viele Tanks. Thornmail ist bei vielen Tanks useless, weil du CC auslösen musst, um das Item auszulösen. Aber viele Tanks, die man CC, dann wird nicht gelifestealt. Weil du Malfight-Ultest jemanden, das löst Thornmail aus, den guten Effekt. Und auf einmal ist er halt gestunt für 1,5 Sekunden, beziehungsweise genockt und er kann gar nicht lifestealen. Er steht dann da und löst keine Führer weiter aus, tut er erst danach. Das Item ist so viele Sachen, die sich widersprechen. Also ich glaube auch, das größte Thema ist dafür Heilung. Aber also aus der subjektiven Sicht eines Toplaners, Nerf Bruiser. So, Nerf Bruiser an Grund und Boden. Die Items und Champions sind OP seit Jahren. Komplett broken seit Jahren. Und metadefinierend. Bufft Mages aktuell. Mages brauchen mehr Items. Beziehungsweise bessere Items. Shadow Flame fühlt sich scheiße an. Deathcap Second fühlt sich scheiße an. Also, ja. Zumindest für Solo-Queues. Auch schwer mit Competitive zu koordinieren, aber. Oder ADC. So ADC, hat jeder Champion, also, es gibt einfach 3 Mythic-Items und keine, aber gut, AD Carry hat die geringste Variation. Das ist eigentlich nicht fair. AD Carry ist halt einfach nur eine Rolle. Eine Klasse an Champions für eine gesamte Rolle. Das ist auch sehr, sehr dürftig. But yeah, when thinking aber about halt kind die of Wahl der Spieler nicht the von state of Riot the game gewesen. and balance in the game, I Aber know hat versucht, probably das one of das the wollen die Spieler hottest nicht. Das ist topics nicht for Riots Fehler. players is champion balance. Like that's kind of the main vehicle that players experience the game. How strong is my champion? How strong is the enemy champion? It was really exciting to see the champion durability update go out, and we saw it live. The fights are lasting longer. Das war sehr geil. Das war ein toller Change von Riot. Toller Change. Decisions. It was exciting to see that this doesn't seem to have like impacted bloodiness or amount of fighting or kills. That was something we were worried about. And then we've also had a chance now to see this play out at the highest levels of play and professional Durability play Patch war das Beste seit 2 oder 3 Jahren Balance Patches in League of Legends, würde ich sagen. Durability Patch war toll. Wir brauchen jetzt noch einen, weil, ne, aber noch, also er war super. Allein, dass Riot zeigt, dass sie das wahrnehmen, dass das Game vielleicht in einigen Stationen zu viel ist und zu schnell geht und zu snowboardy ist. Aber was ich aber krass fand, ist, dass er gesagt hat, dass trotzdem Kills nicht wirklich runtergegangen sind. Dass natürlich viel gefightet wird, ja, aber ich hatte schon das Gefühl, dass mehr Leute überleben. Aber wie gesagt, eigentlich bräuchten wir nochmal so einen Balance-Patch, denn das ist schon mittlerweile kaum noch wahrnehmbar. I think overall, aber es war like super. you said, we were very nervous about der Patch war super. the durability of every champion in the game and der größte Patch in den letzten 2 Jahren. However, oder we've kind of observed that there was some 2 Jahren, actually, 2 surprising outcomes Item from changes the waren in Season objective 11. changes in particular. We intended to make objectives a little more tanky, so there was more tension around fights, and to make them more rewarding to take in compensation for that. And what we've observed is that, especially in pro play, engagements around these objectives have been very high tension. A team can't just like burst the dragon and then run away. Yeah. Instead, they have to, kind of think carefully about how they're committing their resources. Maybe there's a bit of back and forth, and it's allowed for a lot more of this back and forth between teams and high tension. Ich find's toll, dass die beiden jetzt gerade analysieren, warum der Durability Patch gut war und warum nicht permanent alles zu One-Hitten gut fürs Game ist. Finde ich klasse und er hat absolut recht mit allem, was er sagt. Ich wünschte, die Philosophie, die er ja gerade uns erläutert hat, würde mehr stattfinden im Spiel. Also ist ja scheinbar auch in seinem Interesse. Jedenfalls findet er es gut, hat er gerade erzählt. Tension engagements, which has been really exciting. Zum Beispiel Nash ist ein Haufen. Yeah, it's been exciting watching that at Worlds, but now that we're kind of focusing back in on live play and like the rest of the player base and what champion balance is like, we do still think there's opportunities to improve our current approach to champion balance. Yeah, for sure. So our champion balance framework that we did a few years ago, it served us pretty well. The game feels like it's in a pretty good spot, numerically balanced-wise. But moving forward, I think there's a lot of opportunity in making sure that champions feel good to play, that they're satisfying their gameplay fantasy, that the player signs off when they lock in their champion. And so even though a champion might be numerically balanced, it doesn't mean that they necessarily feel the most satisfying that they can be to play. And so we want to have a kind of heightened focus on that moving through this year, as well as kind of making sure that all champions fit a strategic purpose in the game alongside that. There are a few other deficiencies with our champion balance framework that we've observed. So a champion might be quote-unquote balanced, but they might be on the weak side of balanced or the strong side of balanced for an extended period of time, but it doesn't result in them being changed. And so we're kind of making sure that champions, especially when they've been in a certain state for a long time, either too weak
or too strong, but not quite strong or not quite weak enough to receive a direct change, that those champions will be looked at. And so we think that there are many other small changes too strong, but they've been in a certain state for a long time, either too weak or too strong, but not quite strong or not quite weak enough. Ich würde so viel geben, einfach die Parameter dafür zu lernen, nach den Riot Games quasi etwas zu stark oder zu schwach oder halt gerade so nicht zu stark oder zu schwach ansieht. Also, das ist ja auch der Frust von vielen League-Spielern, weil irgendein Champion für lange Zeit nicht gebufft oder nicht genervt wurde. Aber halt sowas wie Aatrox und Fiora seit über einem halben Jahr einfach die beiden besten Toplaner waren. Ist das nicht einfach zu stark? Oder an welchem Punkt sagst du dann, sie sind balanced, weil sie sich gegenseitig bedrohen oder so? Oder was, you know? An welchem Punkt ist der Champion zu stark oder zu schwach? Was stricht, also nach welchen Parametern bestimmt wird das bestimmt? Würde mich mega interessieren. To receive a direct change, that those champions will be looked at. And so we think that there are many other small changes like this that we kind of need to investigate and see if they're going to be good to put into practice. Great. So speaking of a good state of the game and the start of the new ranked season, any recommendations for the players out there to start their ranked climb? Wann sollen wir anfangen? Matthew? I think the jungle is going to be a vibrant no joke, wir sollen place Jungle, wenn wir for gewinnen wollen. champions of all types to at least go in initially. We think the jungle pets are going to be meaningfully improving champions' jungle clears and their ability to perform in the jungle. Some other stuff with the tank items I think is going to be super exciting. Nö, Tank ist langweilig. Yeah, we're super excited to see how that plays out. Yeah, I'm excited to hopefully take my Singe back into Aber the wann jungle. denn, We'll see how Matthew? that works out. But anyways, yeah, it's been a pleasure talking about just steht jetzt so our richtig thoughts fett, on the Ranked state of Season the starts. game, and we just want to wish all the players 10 out there AM, CET. best of luck on their start of the ranked season. Ja, wann denn? Wann ist denn der Start? Yeah, good luck. Ja, wann wünschst du mir Glück? Ach, Riot Games. Das muss doch alles wirklich nicht sein. Das muss alles wirklich nicht sein. Beschreibung? Oh, es ist der deutsche League of Legends Dings. Nee, ist einfach übersetzt worden, automatisch, right? Ach, Riot Games, wann dann? Aber wann denn? Ja, was ich an Matthew mehr mag als an Dingens. Oh, es gibt noch mehr Videos, aber ich weiß nicht, wollen wir jetzt alle uns angucken, I guess? Ich mag an Matthew mehr als an Jetta, seinem Vorgänger. Jetta ist ja gewechselt, ich glaube, zu Wild Rift oder so. Aber auf jeden Fall Matthew, also der gute Riot Froxon, der hier, das ist der junge Mann, er macht zumindest Aussagen und positioniert sich. Er ist nicht so diplomatisch wie Jetta. Also er schreibt auf Twitter klare Gedankengänge aus meiner Sicht, er schreibt auf Reddit Dinge, die mich interessieren. Und ich stimme auch mit einigen seiner Worte zu. Also was er über Toplane gesagt hat, was er über Teamfights gesagt hat, wie schnell man Objectives töten sollte, wie auch Teamfights vorbereitet werden. Über Midlane, was er gesagt hat. Also was ist keiner cool. Ich finde bloß, das wird nicht reflektiert von den Aktionen, die Riot Games gemacht hat. Also was er sagt, ich stimme mit dem Großteil sogar zu. Und ich finde seine Wahrnehmung richtig, aus meiner Sicht. Aber ich sehe nicht, dass es umgesetzt wird. Und er ist doch der Lead-Gameplay-Developer. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, ich könnte falsch liegen, aber ich würde sehr interessieren, welche Elo er ist. Ich habe das Gefühl, er ist mindestens Diamond. Irgendwie einfach von der Art und Weise, wie er über das Game redet, spielt er das Game lange und er ist auch schon mal Herr Halo gewesen. Riot, Froxon. Riot, Froxon gibt's leider nicht. Vielleicht habe ich Froxon falsch geschrieben. Vielleicht einfach nur Froxon. Froxon. Ups, da ist ein B dabei. Ja, gut, das ist mir jetzt natürlich der europäische Server egal. Ich wollte auf NA. Der wird ja in LA wohnen. Ich gehofft, ich kriege einfach die komplette Anzeige. Froxon. Level 1 in NA. Jetzt hat einfach seinen Namen gesichert. Mit XZ, oder? Oh, okay. Ja, ich kann einfach ganz kurz nachgucken. Aber anyway, ich habe bei dem guten Matthew das Gefühl, wenn er irgendwie vielleicht, wenn er die Sachen, die er sagt, durchsetzen kann, wenn er dafür die Macht tatsächlich hat, wäre es sehr, sehr geil. Bis jetzt mag ich ihn. Von dem, was ich bis jetzt gehört habe. Er ist besser als Jeremy. Jeremy und ich, das ist kein gutes Verhältnis. Ja, ihr habt recht mit XZ. Riot Froxon. Diamond 4. War er mal Halo? Er war schon Diamond in Season 7, was mittlerweile von der Playerbase her, glaube ich, dann so Master irgendwas wäre. Nicht ganz so Halo, wie ich gedacht hätte, vom Gefühl her. Aber vielleicht hat er einfach nicht so viele Games gespielt. Aber er ist zumindest. Also es ist einfach ein besseres Gefühl als Jeremy. Jeremy ist Bronze. Und das merkst du auch. In der Art und Weise, wie er über das Game redet, merkst du. Also ganz jetzt ohne Elo-Shaming. Aber
wenn Jeremy redet und ich weiß, er ist Bronze, dann ist halt einfach kein gutes Gefühl, wenn er, also, er redet über High, nee, also, natürlich musst du nicht Hilo sein, um alles zu verstehen, aber Jeremy, mein Freund, du und ich, das ist nicht gut. Er war Diamond 1 in Korea, okay. Roxon. Not bad. Aber Mr. Riot Bright Moon? Jeremy? Ganz dünnes Pflaster. Ganz, also, ne, er hat nicht mal gespielt 2022, Mann. Er hat nicht mal gespielt. Jeremy. Ich hoffe, er hat noch einen zweiten Account. Er hat einen Rank gespielt in der Preseason. Er hat nicht ein einziges Game gespielt in... Doch, er hat bestimmt eine 22. Er hat in 22 8 Games gespielt. Er war nicht mal ranked in 22. Ist jetzt erstmal nicht unbedingt schlimm, wenn er jetzt einen anderen Account hat oder einfach alles Mögliche an Sachen guckt. Aber ich finde, bei Matthew, bei dem guten Froxon, ich habe das Gefühl, ich kann ihm langfristig vertrauen, dass er actually das Game kennt. Bei Bright Moon, also bei dem guten Jeremy, Verzweiflung. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall nice. Hoffentlich kann Matthew einiges davon umsetzen, was er gesagt hat. Denn ich finde, er hat recht in einigen der Belange. Und ich denke, wir hielten einfach straight ins nächste Video. Und ich habe jetzt gerade sehr viel released. Zum Beispiel Player Behavior würde mich tatsächlich auch sehr interessieren. Rein da. Danke dir, Bronco, für den Sub, Mann. Willkommen. Danke dir. Hi, I'm West Hart, Head of Player Dynamics here at Riot. Hi, I'm Hannah. I'm the head of the behavioral systems Hallo team West und hallo Hannah. What better way to start off a new year? Alter, der hat geile Haare. To talk about Das ist player ein behavior. Aragorn-Vibe. Er braucht noch einen This krassen topic Bart. is never easy to Sieht talk aus wie Viggo about. Mortensen. Unfortunately, we've seen over the last several years that there's been really negative trends in how our players are feeling about player behavior. There's definitely a lot more work to do. And Ja, also ich muss auch sagen, Player Behavior, das ist eine Menge mehr Arbeit zu machen. Unsere Spiele haben viel negatives Feedback gegeben in League of Legends. Ich glaube, der beste Change, den wir kurzfristig bieten können als Riot Games, ist einen Ping zu geben, der Kill Yourself bedeutet. Ich glaube, das würde den Spielern kurzfristig sehr helfen. Und ja, wir haben daran gearbeitet. War eine schwere Entscheidung, aber das wäre auf jeden Fall ein gutes Communication-Tool, um Toxicity zu reduzieren. I will say that again and again. Just to speak a little bit for like the greater we, because we have your team. It's doing amazing work. We have Central Player Dynamics working on the game agnostic systems, and there's a good partnership there. There's social and player dynamics over on Valorant. So we've got all these folks that are working together and thinking in this space. What has your team been working on? What has made maybe the biggest impact as far as we can tell so far? One of the big things that we released is an auto mute feature, which automatically mutes players using inappropriate language in game when it happens. And so that message will not be sent and players will be notified that those players have been muted. And we saw really positive player feedback from that, which was super Problem mit dem exciting. Change ist wie mit jedem Change, der auf so einem Algorithmus basiert ist, dass einfach Wege drumherum gefunden werden, of course. Und das einfach sehr wenig in League of Legends wirklich als Flame gilt. Aber harter Rassismus und so habe ich seitdem nicht mehr gesehen. Also das hat funktioniert. Not bad. We know that verbal abuse leads to this spiral of negativity that causes even more disruption in game. So we've partnered with your team who own a really robust verbal abuse detection software. And that has just leveled up our ability to disruption in game. So we've partnered with your team. Partnered with your team. Also, er gehört gar nicht zu Riot? Sie haben sich mit, oder es ist, warte. In Riot gibt's eine, was? Who own a really robust verbal abuse detection software. And that has just leveled up our ability to make these places safer. One thing that we knew from research was that the quicker you take, action. Er gehört zu Zero Impact anscheinend. Er ist von Valorant. Ach doch, er ist doch ein Riot, aber von Valorant. Ah, cool, okay, I see. Danke euch, sorry. Maybe just kind of flew under the radar. Hab ich auch gepasst am Anfang. Valorant, also doch Riot. Because it wasn't so visible. Yeah, so one of the things that we've seen our players talk about a lot is intentional feeding. And that is one of the most frustrating behaviors that we see in game. Mach die Disco an! Mach die Disco an! Intentional feeding is the whole intentional. Warte, stellt euch vor, das hätte jetzt so ausgesehen. The most frustrating behaviors that we see in game. Well, one of the challenges with intentional feeding is the whole intentional part. Absolutely. Like, how do you detect intent
And we know from all kinds of social science that in lieu of knowing someone's intent, we assume it. And so, oh, that's tough. That isn't to say, by the way, the players are wrong. Yeah. Right? They may be seeing it, but if we're going to automatically detect it, we have to have a certain level of confidence that it's actually happening. We built a whole new model over the last. Super schwer, ein Intentional Feeding Algorithmus zu erstellen, der akkurat ist. Weil viele Playstyles sind stark, die int sind. Baufs Playstyle auf Scion, super int und super stark. Proxy Singed, für viele Jahre super int und super stark. Also, Kreativität muss auch belohnt werden und es kann gut sein zu sterben. Als Riot Games eingeführt hat, dass man nachdem man stirbt, Homeguards bekommt, war es für eine Weile besser zu sterben als zu recoilen. Weil du schneller auf der Map warst. Du bist gestorben, konntest dann auf die Lane zurückrennen. Dann hat Riot Games es entfernt, dass du nur dann den Respawn-Movement-Speed kriegst, wenn du von einem Champion gekillt wurdest. Damit du nicht executen gehen kannst und sowas, ne? Also, ja, ist hart so. Kreativität muss belohnt werden und sterben kann gut sein fürs Game. KDA-Player will niemand sehen. So jemand, der viel stirbt, kann seinen Job super machen. Obviously sollte ein Malphite zum Beispiel mehr sterben als eine Jenna. So einfach vom Champion-Design her. Der Malphite geht dann rein. Jenna steht hinten. Geil, ist ganz klassisch. Aber was du dann genau als Int wirklich hast, in welcher kurzen Zeit, also in welchem Zeitrahmen musst du wie oft sterben, unter welchen Bedingungen, wie viel Schaden hast du in der Zeit gemacht, wie viel Gold hast du bekommen, wie viel Damage haben die Gegner an dir gemacht, etc. Schwer. So ein Champion wie Sion, der stirbt, slappt dann die Minion-Wave, ultet Lane zurück, stirbt vielleicht nochmal und slappt dann die Playdings. Kann super stark sein, also. Aber ist natürlich auch Int. Ist hart. Last year, making our intentional feeding detection a lot more robust. Ist hart. We've been able to increase the amount of detections by over 200% and have specific thresholds and levels for Ich wünschte, wie gesagt, Riot Games würde für so viele verschiedene Sachen die Parameter öffentlich machen, nachdem sie es bestimmen. Natürlich, in dem Fall geht es auf gar keinen Fall, weil dann würden halt Leute genau das halt nicht tun und dann noch härter inten oder effizienter inten. Aber es ist ja super interessant. Wenn sie sagt 200% Increase, was habt ihr denn mehr detected? Wie viele Leute waren in 200% drin, die es gar nicht verdient hatten? So wie viele Proxy Singed wurden da für 2 Wochen gebannt für Inting, während sie einfach ihren Playstyle gemacht haben? Wie viele Scions, die Baus schlecht kopiert haben, wurden da mit reported und gebannt, weil sie den Playstyle nicht gut machen, aber den Playstyle lernen wollten. Also einfach hart. Ich würde so gerne wissen, wonach sie es bestimmen. In dem Fall verstehe ich aber, dass sie es nicht öffentlich machen wollen und können. MMRs, basing it on skill because we can identify how different players play our games. A number of the other features we released that weren't so visible to our players but have made impact are things like champion select reporting. So when players are in champion select and they come across disruptive behavior, we're able to action on those reports and really make that experience better. I suppose it inspires a thought then. So, of course, behavior doesn't happen in isolation. But it's important to recognize also wenn das stimmt, ist cool. Ich habe noch nicht gemerkt, dass Reports was bringen, aber wenn es so ist, cool. Right? We might be seeing a symptom. Werde ich vielleicht auch wieder öfter reporten, for instance, like intentional feeding, no excuses, right? But sometimes they might just be an outcome of other things that have happened. Absolutely. Right? We've seen that with, it can happen if you don't get to play the role that you want, or even have a bad day. It might not even have anything to do with the game, but what happens in life happens in games, so you bring it in. What we're finding is it's actually 95% of our players are only occasionally disruptive. They contribute to over 80% of the reports in our games, which means the vast majority of disruptive behaviors are done by all of us, you and me. We get tilted in games. Indeed we do. And we exhibit these behaviors too. So we've found that it's not just about that one approach of punishing all those really disruptive players. It's about that holistic approach where we can identify, yes, there are some players who we do want to remove out of our ecosystem. Ich bekomme jeden Tag eine Meldung wegen Report, wegen Toxicity. Ich kriege die wöchentlich oder öfter. Das möchte ich nochmal kurz clarifieren, Leute. Es ist komplett egal, dass ihr diese Reports bekommt. Die Reports selbst trotzdem nutzlos. Nach dem alten System. Wenn Hannah jetzt recht hat und es besser wird, mehr Power an sie. Aber dass ihr diese Notifications bekommt, ist komplett egal. Also der einzige Weg, wie ihr Leute reportet und gebannt werden, sind halt, wenn der Algorithmus sie detected. Reports sind egal, der guckt sich keiner an. Heißt, ihr kriegt quasi nur dann die Nachricht, wenn das System die Person so oder so gebannt hätte. Dann kriegt ihr die Nachricht, dass der Report durchgegangen ist, quasi. Aber die Person, wenn die ein rassistisches Wort geschrieben hat, wurde sie eh schon gebannt ohne euren Report und deswegen sind Reports useless, auch wenn ihr die Nachricht bekommt, wisst ihr? So war das System jetzt für Jahre. Wenn Hannah recht hat, es wird besser. Ich meine, dafür ist das Video da, ne? Player Behavior. Darum geht's ja. Also, wenn das stimmt, dann habt ihr vielleicht in der Zukunft recht. Aber dass ihr jetzt einen Report-Button bekommen habt und dann die Pop-Up-Nachricht kommt, ist erstmal komplett egal dafür, wie gut Reports sind.
ecosystem, but the large majority of us are actually really positive. Woher weißt du das? Weil Riot Games es kommuniziert hat. Riot Games hat öffentlich kommuniziert nach der Abnahme des Tribunals und nachdem Player Behavior Leute reduziert wurden, also dass sie halt die mehrere Milliarden oder ich glaube nicht, mehrere 100 Millionen Reports pro Tag guckt sich kein Mensch an. Da sitzt kein Mensch, der sich eure Report-Tickets anguckt. Auch nicht in Fällen, wo irgendwas priorisiert wurde. Es gab, sie haben auch gesagt, es gab keinen Fall, wo irgendwie, wenn ein Spieler innerhalb der letzten paar Games 50 Milliarden Reports bekommen hat, wird der von einem Menschen angeguckt. Nein, es war der Algorithmus. You know? We want to be able to build features where we can celebrate that. Quite often when we talk about like the player dynamics space, we're describing it as we want to make it safe to be social. Haben die nicht auch offen zugegeben, dass Pick-Reports ewig lang nicht mal ins System eingegangen sind? Das haben sie gesagt, aber sie haben auch, glaube ich, gesagt bei den Pick-Reports, dass es erstmal nur als Test da ist. Und dann später haben sie gesagt, dass es gar nicht ins System eingegangen ist, aber sie quasi testen wollten, wie allein die Option die Spieler einschränken würde. Also da haben sie auch gesagt, dass es nicht funktioniert hat, wie sie wollten, aber es hat auch irgendwo einen Hintergrund. Also da will ich jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Da kann ich mich auch gut falsch erinnern. Rewarding online for everyone. Yeah, absolutely. Some of the really great things that we've done over the last year to target that population is really building on our honor system. So we increased the rewards significantly with a new skin that is phenomenal. I hope you all have it. No bias whatsoever. No bias. On a recall VFX as well, where our players can really showcase their honor in-game, even if they don't necessarily play with that champion, play with that skin. We make games. We're not trying to police this space. We want these to be great game experiences. So we're figuring out what our role is. Like when I look back on League, it's not what like we made that I remember. It's those great esports moments, right? Or it's the teams that were playing and the audiences. They got so excited about this. That's we can really come together and do something. Those kinds of moments, just cosplayers, like the creativity, how they bring the world that we put into our games to life, it's incredible. And so when we think about community's involvement, like, yes, we know we're gonna need to deal with the negative stuff. Reducing bad does not create more good, any more than reducing sodium in your diet doesn't make our food more nutritious. So we gotta do both, because otherwise we're kind of aiming for neutral. And that's not why any of us come to games. I mean, anybody who's played League to any extent knows that there's a high mastery curve, right? And you're never done. But it's that possibility, right? That brings us to this. I mean, we see that in our games. It's what we all share in this culture. It's like, yeah, we come for the possibility. We've redefined what it means. Was für eine Möglichkeit? Welche Possibility, für welche Possibility kommen wir? Ich bin komplett, also okay. Cosplayer-Community, okay. Ich weiß nicht, worüber wir gerade reden. Honestly. What it means to be a culture. It's like, yeah, we come for the possibility. We've redefined what it means to be a sport, even. I don't see why we can't redefine what it means to be an online community. What are your thoughts about what's next? So we're so excited for 2023. There's so many learnings that we can pull from. Things like the feedback loop with our players. So players really seeing in that moment, what was the behavior that caused the disruption, and taking action on that immediately or as soon as possible, so players understand where we define what the behavioral expectations are in game. Wenn es sofort Feedback gibt und du actually Impact machst, ist doch gut. Players to contribute to those expectations and really appreciating them for when they do so. Because as you said, it's a co-created community. It's a co-created space. We want our players to be able to contribute as much as possible to making it a community that we're all really proud to be a part of. My dream is to have League be a place where people aren't only coming for the pinnacle of competition, where they're also coming for the community, and a place where we are all wanting to contribute to this community, and we're proud to. And we're also proud to invite our friends and our family and everyone we love to this great community. Deine Mutter muss auch mal League spielen. I can't think of a better theme to start off a new year than possibility. Was für eine Möglichkeit denn? And so I suppose with that in mind, okay, also es war auf jeden Fall ein sehr philosophisches Video. Ich habe Nietzsche nicht lesen können, mein Gehirn war zu klein. Ich habe keine Ahnung, worüber gesprochen wurde am Ende. Ich habe komplett den Faden verloren. Am Anfang haben wir noch ein bisschen über Reports geredet. Und also dann wurde es einfach philosophisch. Wir sind stolz auf das. Wir haben eine Community mit Cosplayern. Leute sollen League für mehr spielen als Competition. Ich habe nicht wirklich verstanden, was der Developer-Part davon ist.
War ein philosophischer Block. Ist okay. Das ist auch mal interessant. Die beiden sind stolz drauf und wollen das Game noch besser machen und die Community, okay. Ich habe nicht wirklich verstanden, was geändert wird oder was passiert, aber vielleicht bin ich einfach zu dumm. I don't know. So what we're gonna do is we're gonna buff Blitzcrank, we're gonna buff Soraka, we're gonna buff AD Yuumi. Okay. Well, now the cameras are rolling, so we should probably get to our talk. Okay. So we're here to talk about midscopes today. My name is Tim. Hallo Tim. I'm a designer on the Summoners Rift team. I've done. Okay, das ist also der Midscope-Update. Das heißt, die reden jetzt über die Champions, die geändert werden? Genau. Syndra, Swain und darin hat er gearbeitet. I see. Tim, hit me. Welche Updates kommen und wirst du Yorick ändern? A few midscopes in the past, like Syndra, Swain, and a long time ago Rammus, and I'm here with my friends. I'm Ezra. I'm also a designer on the Summoners Rift team. Oh, das ist Flox, der Vertreter für Foxon. That kind of thing. Previously, I worked on Rengar as a midscope. Ja. And I'm currently working on Nico. I'm August. I'm the lead champion designer. Riot and August? Midscopes I've worked on is most recently Jax. Alter, das sind ja High-Ranking Rioter gerade. Also, and the first question we have to answer, which I'm sure is on a lot of players' minds, is what is a midscope and what sets it apart from balance work, DGUs, CGUs, ASUs, ABCs, whatever, letters, all that stuff. Probably the best way to say it, like in a big summary, is VGU, Visual Gameplay Update, is kind of like a new champion. A midscope is like refreshing a champion. So with the VGU, like say what we did with Pantheon or Aurelia, you got a very new champion out of that. You got new animations, new sounds, new VO, new kit, and that's an important part. Whereas a midscope is a lot more about wer hat jetzt gewonnen, Mann? New kit, and that's an important part. Sie war dabei zu Flash out der Q, aber oh Mann. Aber fairerweise ja, also ich würde sagen, die alte Rhea ist mein Lieblingschampion gewesen, aber die neue Rhea ist trotzdem auch gelungen. Bis auf den Auto-Attack-Part. Wenn die Rhea weniger Reichweite auf Auto-Attack hätte, wäre sie ein besserer Champion. Aber sie ist seit Monaten nicht wirklich stark. Wenn sie stark ist, ist sie ziemlich unbalanced. Pantheon wiederum, der ist einfach nie gespielt, außer von One-Tricks. Aber trotzdem ist für mich, sind beide Kits an Champion und die Philosophie, die sie rüberbringen sollen, sind eigentlich gelungen. Beide Champs. Sie zu balancen ist was anderes, ist ein bisschen schwieriger. Im Gegensatz zu was wie Tründermeer. Tründermeer ist eigentlich recht leicht zu balancen, aber sein Kit ist einfach bad. Sein Kit ist einfach schlecht. Das ist was anderes als jetzt Irelia und Pantheon, zum Beispiel. Weil ich will wissen, wer gewinnt. Lass mich ganz kurz pausen. New kit. Sie macht jetzt Flash, Auto der Q und Pantheon misst sogar seine Q, ne? Er trifft die Q, aber er hat... Whereas a midscope is a lot more about refreshing a current character for its current players. In its essence, it's taking the fantasy of a character. We're not making a new character, we're not making a new fantasy, and making it a 12 out of 10. Like, how far can we push this so that players feel like, oh, for Swain, I'm this huge demon bird that can be in the middle of their team. That's cool. Or for Talia, that I'm actually an Earthweaver and I'm not punished by using my Q. And then the second part about midscopes that's really important here is that because they're on lower scope in terms of work, they're on shorter timelines. Some only take like 1 or 2 months, and which means we can get them out a lot faster. So how do we go about finding a good target for a midscope, right? Because there's a lot of different projects we do. What defines how we find a target for VGU versus random patchwork that me and Ezra do on a 2-week basis? When a character feels random like patchwork, das hätte ich jetzt nicht so formuliert, lieber Tim. Place in the game, where they feel a bit stale, they feel like they might not have as much of a purpose as they used to. A designer can look at a midscope and say, hey, is there some way to like really refresh who this character is in the game and what their place is in the entire league roster? In the past, we've done midscope-like projects. A lot of them have been really good. We've done Xin Zhao, Tom Kench, Sona, Rengar. We've done projects like this. But a lot of times when we do like this level of work, it's framed in terms of problems. Back in the day when we did the original work on Talia, that players said, Talia's a pro problem, we need to fix her for mid lane. And we succeeded in that, but it was like kind of at a cost to Talia players, as opposed to possibly a benefit. And so a lot of midscopes are framed in terms of not problems, but opportunities. It's about asking the question, hey, I see this character and I see somewhere that they could be even cooler, even better. And maybe we fixed some problems along the way, but it's about finding what's exciting about the character that we could really play up and enhance. So you worked on Nico, you worked on Syndra. How do we select midscopes? Like, is there a method to how we're choosing these projects? The way I see it is, for the most part, it's strong passion for a character. Someone who's like deeply involved with the character, deeply interested in the character's success. They understand the character. You know, some of these characters have been live
for years and years and years. So you've played them a lot. You truly understand the failings and the opportunity. I play Nico. I used to play her a lot, actually. And I was just like, at the end of the day, I was like, this character isn't... I want to have fun, and she's not letting me, right? I want to do all these things, and I want to trick people, I want to catch people, and then I just can't, right? And she's still fun, she's still fine, but she could be so much more. That type of message is what we want to have for Midscopes, which is, it's not about problems, it's not about meeting a schedule. Sie wollten quasi zeigen, wie Nico cool ihre Passive benutzt und gewinnt, und dann stirbt sie einfach. Midscopes, which is, it's not about problems, it's not about meeting a schedule, or stuff like that. No. It's really about finding a fantasy and seeing if we can enhance that for the players, right? Yeah. That's what a midscope is. And sometimes like a midscope can come from like, you know, just years of players telling us something. There's a lot of Swain players who, for a few years after his rework, were like, hey, I want to play this guy mid, and I feel like I can't play him mid. And he was powerful mid in terms of win rate, but that didn't mean he felt powerful or that he was super fun there. And we would constantly have Swain players telling us, it's like, hey, yeah, I can play this guy support. He's a cool support, but what about mid lane? I want that mid Swain back. And that was actually, I think, one of the inspirations for the work that ended up being done to Swain. I think it's important to note that it's not other players. Eine ziemlich schwere Frage. Viele Champions, die halt vom Potenzial her nicht das sind, was sie sein können, ist ja sein Argument. Nikos Philosophie sollte sein, sie verarscht Leute mit der Passive und das ist so, sie mindgamet Leute, das macht sie absolut nicht. Die Passive ist super leicht zu lesen, allein wenn du Tab drückst und keine Items siehst und so. Super easy. Und auch Swain, Swain ist actually stark in Midlane, aber keiner will ihn spielen. Was einerseits bedeutet vielleicht, dass der Champion einfach nicht fun ist oder dass Leute Swain nur dann Midlane spielen, wenn er gut ist. Wenn Swain ein gutes Matchup hat, wird er gepickt in der Mitte, ansonsten nein. Aber das ist bei den größten Teil der Leute ist es ja nicht wirklich so, sondern viele Leute sind ja wirklich, spielen wenige Champions sehr viel. Und ich finde, bei Swain haben sie es für eine Weile geschafft, dass er ein starker Midlaner war. Aber dann haben sie einfach Numbers genervt und das war's. Und ich denke, vieles von dem, worüber sie reden, ist halt, ein Champion erfüllt nicht ganz die Sachen, die er erfüllen könnte und erfüllt nicht die Rolle und die Philosophie. Bei Nico zum Beispiel würdest du es nicht mit Zahlen balancen können. Sie brauchen eine andere Passive oder einen anderen Gameplay-Element, was das angeht. Aber bei vielen anderen Champions ist es simple Nerfs und Buffs. Swain gibt ihm ein bisschen mehr Wave-Clear und er ist ein guter Midlaner. So ist es. Dann ist Swain Mitte viable. Und er ist auch dieser riesige dämonische Bird in Teamfights. Also vieles davon geht schon über sehr simple Zahlen. Oder zum Beispiel, jetzt nennt jemand im Chat hier Leona. Leona wäre ein insane guter Toplaner als Tank, wenn ihre Passive von ihr selbst ausgelöst werden könnte. Wenn Leona ihre eigene Passive auslösen könnte, wäre sie sofort ein Toplaner. Oder ein Jungler. Aber, wahrscheinlich nicht genug clear für den Jungler, aber auch Toplane auf jeden Fall. Und all sowas ist halt, je nachdem, was sie halt wirklich erfüllen sollen, leichter oder schwerer machbar. Dann weiß ich nicht ganz genau, worüber sie gerade konkret reden. Es sei denn, bei Nico konnte ich es nachvollziehen. Bei Swain. Also, das Rework der Ult war geil. Ich habe einen endlosen Teamfight. Ich bin dieser krasse fucking Bird, der alle Hops nimmt. Aber es war auch der einzige Mid-Scope-Change und auch mit der Art und Weise, wie die Passive interagiert. Aber das ist ja nicht wirklich wichtig gewesen dafür, ob du im Midlane oder Support spielst. Das hat einfach beide Rollen stärker im Teamfight gemacht. Und das, was Swain Midlane besser gemacht hat, war die anderen Changes. Gerade sein Wave-Clear. Midlane brauchen halt mehr Wave-Clear als Supporter, logischerweise. Who might like Swain. It's Swain players who feel like their character isn't working for them. The goal of Midscopes isn't make a character more popular. Like, everyone will play this character. It's the players who love this character actually feel like the character is working for them. The ult change is cool. I think there's probably a question of like, for support Swain, for top lane Swain. The ult change is cool. You've done Sona, Xin-Zhao. Why are you calling these things midscopes now? Like, what's the point of that? By saying, hey, we're doing this projects. They're called midscopes. This is the amount of resources they need. We can plan for them ahead of time so that when a designer, like say Tim, is like, hey, I want to do a Syndra change, but it's going to need a new queue. Instead of us saying to Tim, hey, you can't do that, we don't have any resources to make a new queue, we can say, okay, we can plan for that. We can slot that in, and then we'll get it out to players in 2 months. Now that we've covered about what midscopes are and how we pick them up. Ist cool, ist cool, dass sie es zeitnah umsetzen können. Ich will jetzt nicht so böse sagen, sowas wie, ist cool, dass eine Gameplay-Development-Firma Änderungen durchsetzen kann. Ich dachte, What we want to do, what can players expect in 2023? Aber League of Legends ist ja schon sehr krass, also sehr High-Maintenance-Game. In 2 Patches jede Woche ist ja schon eine Menge Arbeit, die Riot reinsteckt. Das ist ja absolut nicht normal. Ist ja insane, wie viel League sich ändert. Trotz kleiner Changes in der Preseason zum Beispiel. Die 2 Wochen Patches sind ja insane für viele Games, gar nicht vorstellbar. For midscopes. This isn't
set in stone right now, but it's something we'd like to work up to, is long-term, if we could be shipping a mid-scope, say, once every 2 months, then we could do things like put out a mid-scope roadmap for players, say, hey, here's the mid-scopes we're thinking about this year, and set better expectations for, like, maybe your character could get one. I think one thing that can be rough as a League of Legends player is if you think your character needs an update, it might be years before they actually get it. But with mid-scopes, they succeed, similar to a VGU, in, like, revitalizing the champion without necessarily taking all that extra time, which means we can do more of them. So talking about expectations before we end, do you want to give us a sneak peek on what Nico's mid-scope is going to be about? Leak Nico, where is she? Well, I can give, so there's a lot of things going on in Nico, but I can give the one sneak peek, which is her passive, instead of just turning to other champions, is now other things, anything. She can turn into a plant, she can turn into a demon mushroom, she can turn into a minion, a monster, and a champion. Can she turn into a Das hätte ihre Pässe von Anfang an sein sollen. Das ist doch voll geil. Jetzt sind endlich Mindgames mit dem Champion möglich. Natürlich nicht, also stell dir vor, so Javan ist im Game, auf einmal ist da so eine andere Flagge, steht im Busch. Das ist einfach Nico. Timo ist im Game, sie ist ein fucking Timo-Shroom. Oder Timo ist nicht im Game und sie wird ein Timo-Shroom. Du bist ja so mindblown. Geil. Sowas hätte einfach, das hätte ihre Passive sein sollen. Und das ist ihre Passive jetzt. Sehr cool. Also einfach, finde ich jetzt schon viel, also obviously besser als ihre aktuelle Passive, die ist scheiße. Things, anything. She can turn into a plant, she can turn into a demon mushroom, she can turn into a minion, a monster, and a champion. Guck, diese scheiß Nico an und ihr Movement. Demon mushroom, aber sie kitet die Minions. Du musst dich schon mal ein bisschen mehr wie Minion verhalten, Nico. A monster. Das ist ja so geil. Das ist so cool. No, she'll actually probably be a worse teammate. Oh, okay. That's a core gameplay mechanic in League. All right, so you have Nico that turns into wards, literally, coming to a rift near you. Hopefully soon, TM. But that's all we have for today. Thanks for hanging out with us. Wie werden die das umsetzen? Haben die dann quasi, es gibt ja diese Kindred-Leiste, die Nico-Leiste und Drangar-Leiste, wo so alle Icons angezeigt werden von den 5 Champions, die man halt jagt, die man markiert hat oder die man halt kopieren kann. Bei Nico sind es natürlich dann nur 4. Aber anyway, haben sie dann so, du klickst da drauf und dann ist über dieser Liste ist dann quasi so 20 Sachen. So Ward, Blastcone, Timo-Shroom, Javan-Flagge, Minion, Melee-Minion, Range-Minion, Cannon-Minion, Super-Minion. Das ist dann so 50 Millionen Sachen oder sowas. Aber stell dir einfach vor, du bist so ein Jungler und du willst Blue-Buff haben gehen. Und auf einmal steht da ein Blue-Buff, du hittest den und er wird zu Nico. Voll geil. So ein Rap-Buff, er slappt dich und wird zu so einem Chamäleon. Ach, man muss einfach daneben stehen. Gut, das ergibt sehr. Das ist aber kacke, oder? Weil zum Beispiel, wie die Nico hier transformt ist halt sehr useless. Also, du musst schon sehr blind sein, um das nicht auf der Minimap zu sehen, wenn Nico einfach verschwindet. Also, wenn viele Leute spielen, registrieren sie auf der Minimap allein schon, wenn jemand flasht. Weil, wenn ein Charakter sich so bewegt, du merkst das. Wenn auf einmal Nico von der Map verschwindet hier und sie muss quasi neben den Minions stehen, um zum Minion zu werden, ist das sehr kacke. Ja, das kriegt jeder mit. Das kann man gar nicht mitkriegen. Aber bei anderen Sachen im Jungle ist immer noch cool. Aber imagine, du läufst aus der Base und wirst einfach zum Minion, das ist ja so. Auf einmal läuft so viel Lane, es sind einfach 7 Minions. Und der Gegner denkt so, war der irgendwo am Turmstack? Gab's dann einen Bug? Wieso ist der Minion am Turmstack gewesen? Auf einmal ist einfach Nico da, alles geil. A monster. I like it. And a champion. Can she turn into a better teammate? I like it. So you have Nico that turns into wards, literally, coming to a rift near you. Hopefully soon, TM. But that's all we have for today. Thanks for hanging out with us and thanks for playing with us on the Rift. Tschüss. Enjoy your rank, Tschüss Tim, tschüss Ezra, tschüss August. Das war keiner nice, das Ende. Einiges anderes konnte ich nicht so sehr nachvollziehen, aber Nico-Change ist keiner cool. I like it a lot. Ja, damit haben wir jetzt alle Änderungen, die angekündigt wurden, angesehen und unseren Senf dazugegeben, sowohl von den guten alten Jeremy, von Tim, Ezra und August, von Hannah und West hieß er und von Matthew und ich habe seinen Namen vergessen und diese eine Frau ist auch noch weg. Wie hieß die? Lexi. Lexi ist gar nicht im Thumbnail drin. Anyway, sehr, sehr nice. Einiges, anderes nicht so nice. Gerade Jeremys Fratze, wenn mich die schon anguckt, dann werde ich sauer. Jeremy, nee, hör auf zu lachen. Anyway, ich habe Hoffnung, vor allem mit dem Jungen hier, den ihr seht, im roten Hemd. Matthew, a.k.a. Riot Roxon, der wird hoffentlich das Game wirklich besser machen. Ich habe das Gefühl, er weiß, wovon er redet, beziehungsweise, also, er spricht halt eher mich an und das, was ich denke, I guess. Und ja, hoffentlich ist Riot Roxon dazu in der Lage, Änderungen durchzubringen. Das würde mich wirklich, wirklich sehr freuen. Vertraue in Riot Roxon.